Liebe Fische, herzlich willkommen! Euer März-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, was der März 2025 für euch bereithält, wie er sich gestalten möchte, könnte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Die Fische bitte. Die Herausforderungen werden nicht ärger, nicht größer, nicht schlimmer. Nein, immer gleich. Doch du in deinem Vorankommen, im Wachstum, in der Persönlichkeitsentwicklung kommst voran und somit kannst du besser mit ihnen umgehen. Diese Info vorab. Die Fische beginnen im März etwas zu planen. Manch einer hegt einen Plan, weiß noch nicht ganz, worum es geht. Manche Fische dagegen planen direkt, kommen in die Handlung. Und liebe Fische, bitte denkt dran, nur ein Plan, und zwar Plan A. Wir brauchen keinen Plan B, denn ansonsten nimmst du die ganze Energie vom Plan A schon im Vorfeld weg. Und signalisierst dem Universum, dass du nicht im Plan A glaubst und somit zweifelst. Und wie ihr wisst, die Zweifel, sie manifestieren sich im Negativen. Wow, die Fische kommen in die Planung. 3 Themenkarten haben wir, das heißt, der März ist etwas ruhiger als die vergangenen Monate, doch der März hat es in sich. Es wird sehr, sehr intensiv. Sei es, dass du etwas geben möchtest, sei es, dass dir etwas gegeben wird. Sei es, lieber Fisch, dass etwas aus dir herauskommt, aus deinem tiefsten Innern, was du mit dem Außen teilst. Es hat mit Mystik und mit Mysterium zu tun, es hat mit Spiritualität zu tun, es hat mit Perspektivwechsel zu tun. Du hast jemanden, der dich sehr darin unterstützt, deinen Plan aufs Beste auszuplanen. Der Perspektivwechsel. Ich glaube, er hat gar nicht so viel mit dem Außen zu tun, als mit deinem Inneren. Dort darf ein Shift geschehen, ein Shift stattfinden, auf das du die Perspektive wechselst, aber so wie du dich selbst wahrnimmst, so wie du deine Skills wahrnimmst, dich in dem Platz in der Welt wahrnimmst, den du dir gegeben hast, den du dir vielleicht erkämpft hast, wie dem auch sei. Du kommst durch das Planen gegen Ende März, und zwar ab dem 24. in die Handlung. Das heißt, der intensivste Moment für dich, wo du sagst, okay, jetzt bin ich soweit, mein Plan ist fertig, um den 21. Und wie gesagt, um den 24. beginnst du sofort mit der Manifestation des Plans, in der Kreativität, in der Handlung. Du wirst aktiv. Sehr spannend. Wir werden sicherlich herausfinden, worum es geht. Schauen wir uns das Hauptthema des Monats an. Unter welchem Themenstern steht dein März, lieber Fisch?
Das waren zu viele. Sie sagen, vielleicht hast du gerade dadurch, dass der Perspektivwechsel in dir selbst, auf dich selbst stattfinden darf, dadurch Mut generiert, etwas anzupacken, womit du gedanklich schon die letzten 7 Jahre spielst. Nun ist die Zeit. Wow, ja, der 20. das Bewusstsein. Und wie gesagt, am 21. hast du alle Antworten, die du brauchst. Es ist dann vollbracht. Du kommst auf ein Thema, das dich schon sehr, sehr lange begleitet, mindestens 2 Jahrzehnte, wenn nicht gar noch länger. Ein Thema des Widerstandes, ein Thema des Kämpfens gegen dich selbst, im Außen, gegen jemanden, gegen etwas, whatever. Es ist eine Antwort, die du bekommst. Es ist wie ein Weckruf. Es ist ein Aufwachen, ein aufgerüttelt werden. Das ist sehr, sehr gut. Es geht um einen Ist-Zustand. Es geht darum, sich zu etwas bekennen, sich erkenntlich zu machen, erkenntlich zu zeigen. Erkenntnisse. Gut möglich, dass du mit einem Feuerzeichen verbunden bist, Widder, Löwe, Schütze, insbesondere mit einem Schützen und vielleicht diesbezüglich einen Perspektivwechsel hast, der dich erkennen lässt in dir. Das, was dich abhält, du erlaubst, dass es dich abhält. Du darfst erkennen. Sie zeigen mir gerade den Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Ich denke, diesen Spruch kennt jeder. Sie sagen, es geht so lange nicht, solange du deine Perspektive auf dieses Etwas nicht gewechselt hast. Denn selbstverständlich, in gewissen Situationen und Lebenslagen geht's einfach nicht. Ganz klar. Doch du hast die Wahl, aus dieser Situation herauszutreten. Und dann darf die Veränderung stattfinden. Und deswegen geht's. Und deswegen heißt es, geht nicht, gibt's nicht. Was hält dich ab? Was hält dich auf? Du hältst dich davon ab, du lässt dich davon aufhalten. Perspektivwechsel ist benötigt. Er kommt. Die Dankbarkeit spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, denn vielleicht solltest du auch dankbar dafür sein, selbstverständlich für alles, was du hast. Doch vielleicht solltest du gerade dafür dankbar sein, für das, was du nicht hast. Ich höre schon die Aufschrei. Ja, aber ich wünsche es mir doch so sehr. Aber vielleicht bist du energetisch, mental, emotionell noch nicht wirklich in der Lage, dies in deinem Leben aufzunehmen und halten zu können. Alles zu seiner Zeit.
2 Sterne, 2 Lichter. Sie funkeln ganz hell. Sie geben dir Kraft. Ich sehe, bei einigen leuchtet auch, was jetzt nichts mit diesen 2 Sternen zu tun hat, die gerade erwähnt wurden, leuchtet hier quasi das 3. Auge auf. Richtig, es kommt ein irrsinnig kraftvoller, heller Lichtstrahl heraus, bei dem ein kontinuierlicher Austausch mit dem Außen stattfindet. Und gut möglich, dass dies die Erkenntnis symbolisiert. So, hier haben wir einige Flipper. Moment. Es geht um die Vergangenheit, gut möglich mit einer Jungfrau, die kann auch ein anderes Erdzeichen sein, selbstverständlich. Aber versteif dich nicht auf die Sternzeichen, denn oft kommt sehr stark der Aszendent deines Gegenübers ebenso hervor. Ein Erdzeichen, eine Jungfrau aus deiner Vergangenheit, die sich nicht bekannt hat zu dir, die selbst emotionell nicht ausgereift war, nicht sicher war und es auf dich übertragen hat, auf dich projiziert hat oder dich in irgendeiner Art und Weise damit verbunden hat. Der März möchte felsenfest und standhaft dir immer wieder, so lange bis du erkennst, dir dieses Thema, die Antwort dieses Themas, weswegen du im Widerstand bist und dein Plan, den du ja schon gedanklich mal hattest, in den letzten 7 Jahren, warum er nicht konkretisiert wurde. Kann es möglich sein, lieber Fisch, dass du zu sehr auf die Vergangenheit fixiert bist, beziehungsweise zu sehr auf der Fehlersuche in der Vergangenheit fixiert bist? Denk dran, wenn du zu sehr in der Vergangenheit verankert und verhaftet bist, geht das Hier und Jetzt, das Leben, an dir vorbei. Das Universum möchte dir mehr Bewusstsein ermöglichen. Schau genau hin. Das, was du heute gibst, egal auf welche Art und Weise, egal wem, jeder gibt dir etwas von sich. Dies kann eine Eigenschaft sein, sei es, dass du super freundlich bist, sei es, dass du ein guter Zuhörer bist und immer für alle da bist, sei es, dass du super großzügig bist. Alles, was du an Gutem sehr gibst, dort liegt die Antwort. Dort liegt die Antwort. Das Drama im Trauma du darfst erkennen, wenn du die Antwort in dir heute, im Hier und Jetzt suchst von dem, was du gibst. Interessante Ansicht. Wir machen weiter im Extended.
und schauen uns noch viele weitere Details an. Wir warten dort auf dich, wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.